Ja? Ja. Da freuen wir uns aber. Willkommen zum zweiten Teil von unserem Lambo-Kundenprojekt. Und was habe ich gesagt? Wir wollten euch mal den Unterschied zwischen den Huracan GT3 Teilen und dem Huracan GT3 Evo Teilen zeigen. Die Jungs haben uns das mal kurz aufgebaut, mal kurz. Das war schon ganz schön viel Arbeit. Ja, also ihr seht jetzt mal kurz, alter Stand, neuer Stand. Und das ist noch nicht ganz alles, aber das sind die Sachen, die wir jetzt auf einem Bild mal euch zeigen können, die unterschiedlichen. Und dann gehen wir nochmal in den LKW. Wir haben ja davon gerade 2 Kits für die beiden Autos und wir haben jetzt mal eins separiert. Also einmal, was kommt neu? Einmal der Motor, komplett. Was ist neu? Es ist grundsätzlich der gleiche Rumpfmotor, 5,2 Liter V10, aber Lamborghini hat sich da so ein bisschen, im Nicht-Evo war es ein 1:1 ein R8, wirklich ein R8-Motor, wie auch im R8 GT3. Die hatten ein paar thermische Probleme, bauartbedingt, und was wir so gehört haben, ist auf jeden Fall Zylinderkopf, sind andere Ventile drin. Ich glaube nur andere Ventile und andere Nockenwellen. Ne? Aber sonst gleich, aber kann man auch nicht upgraden. Also wenn du einen alten Motor hast, du musst komplett neu kaufen. Du kannst nicht den alten Lamborghini GT3 Motor auf Evo umbauen. So, weiter geht's. Am besten fangen wir mal von vorne an, ne? Nicht von hinten. Hier haben wir den alten Stand. 2017 oder bis 2018 war das aktuell. Ihr seht, was hat sich geändert? Fronthaube, komplett Front. Was ist anders? Wir haben diesmal hier, fangen wir mal hier unten an, der Splitter ist hier so eingefasst. Und beim Evo, wir müssen jetzt ein paar Mal rechts, links gehen, ne? Alles gut. Ist hier komplett durchgängig und wir haben einmal einen Tunnel in der Mitte. Ja, ein Tunnel in der Mitte, den haben wir da nicht. Der Splitter ist ein bisschen größer. Dann haben wir neue Haube vorne. Da seht ihr, hier haben wir 2 Einflugschneisen, hier haben wir eine große, alter Stand. Grundsätzlich kann ich sagen, das Auto hat im Gegensatz von diesem Spec zu diesem Spec unfassbar viel mehr Abtrieb. Das heißt, das Auto ist deutlich langsamer auf der Geraden, aber es generiert einfach einen viel höheren Downforce-Effekt. Also viel mehr Aerolast. Gerade die Front, aber auch das Heck. So, dann, wir sehen hier die Unterböden. Wir gehen weiter. Wir sehen hier die Radhausschalen. Selbst die Radhausschalen sind aeromäßig überarbeitet worden. Das ist also nicht das einfach nur neu, sondern andere Formen. Das komplette Evo-Paket baut auf mehr Aero auf. Evo-Paket baut auf mehr Aero auf, ja, ist richtig. Ja, so. Dann haben die Jungs mir die Querlenker hingelegt. Neuer Stand, gefräste Alu-Querlenker. Ja, gefräste Alu-Querlenker. Gleiche Abmaße. Neue Anschraubbrackets. Klar, also für karosserieseitig. Hier alter Stand. Sieht auch alles ein bisschen, das ist noch Stand Audi, das ist 1:1 wie im Audi R8. Ja, also hier siehst du komplett Stahl. Radträger, alter Stand, Radträger, neuer Stand. Alles gefräst. Das Einzige, was noch was gleich bleibt, ist die Radnabe vorne. Dann gehen wir hinten weiter. Unterboden kann man schlecht sehen jetzt. Ist eine komplette Neukonstruktion, auch mehr Abtrieb. Alles mehr Abtrieb wie hier auf der Seite. Dann haben sie mir vorne hingelegt. Gut, das sind Luftführungen, sind geändert und Servo-Unterstützung. Vorher hast du eine komplett hydraulische Servo-Unterstützung. Aktuell ist es eine elektrisch-hydraulische Unterstützung. Das ist umgebaut. Ist nicht mehr wie beim R8. Beim R8 ist es noch das alter Spec, neuer Spec. Also komplett Servo-Sache. Dadurch geht auch mehr Gewicht in die Vorderrahmen, weil hinten fällt der zweite Kühler weg. So, dann haben wir einmal das Bosch Motorsport ABS. Neueste Generation, das 5er Bosch ABS. Hier im alten ist noch das 4er verbaut, haben sie gar nicht hingelegt, aber ist so. Dann klar, hinten Radhausschale, Unterboden, ist eine komplett andere Nummer diesmal. Kann man auch wieder sehr schlecht sehen jetzt, aber das ist ein komplett neu definierter Unterboden, auch für die Hecklast. Ich weiß nicht wie viel, aber Massen an mehr Downforce generiert wie dieser Baustand noch. Hier das gleiche wie vorne, alugefräste Querlenker. Und auch hinten, hier ist die Radnabe neu. Und Radträger, komplett neu. Hier ist alter Stand. Guckt euch das an. Ja? Antriebswelle haben sie mir auch hingelegt, ist nämlich auch neu. Hier ist das ist ein Standardsystem von der Antriebswelle. Ist auch deutlich günstiger, wenn es mal kaputt geht, im alten Stand. Hier neuer Stand. Kannst du auch nicht willkürlich wechseln. Du musst das alles komplett nehmen, ne? Natürlich. Evo ist Evo. Das Auto wird mit einem normalen Dämpfer. Das ist ein normaler Zweifachdämpfer von Öhlins, Standard, Evo-Paket und Evo-Paket. Hier ist der neue Öhlins Vierfachdämpfer,
Aber gut, wir fahren den jetzt in der Hinsicht nicht. Selbst wenn wir DMV fahren und wenn wir Creventic fahren würden, ist auch KW homologiert, sag ich mal. Wo musst du den fahren? ADAC GT Masters, Blancpain GT, Sprint Endurance. In der IMSA GT Open, glaube ich auch. Ist das von Werk aus homologiert. Zusatzhomologation für Nordschleife, DMV und Creventic wäre dann hier unser Dämpfer, KW. Das ist jetzt der gebrauchte. Warum? Weil wir den natürlich schon im Vortest VLN 9 mit den Kunden gefahren haben bei dem Auto. Das ist unser vierfach KW-Dämpfer, den werden wir zum Einsatz bringen. Und, wie ich schon gesagt habe, auch hier Querlenker und. Das sieht erstmal nicht so viel. Ah, Flügel, auch neu. Ich versuche es zu erklären. Das ist der alte Flügel. Der ist gerade, also das ist eigentlich eine komplette Gerade. Hier, das, ja? Hier, alles gerade, ein Brett. Beim neuen Evo ist das so, also es geht so flügelartig runter. Der geht hier, ab hier geht er runter. Ja? Alles für mehr Downforce. Also das ist nicht alles. Ein Evo-Kit, ein reines Evo-Kit, 542 Einzelpositionen, habe ich gerade gesehen, weil die haben die kommissioniert. Das war richtig Arbeit. Das ist jetzt erstmal im Optischen das große Ganze. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? So mal aufgebaut. So, jetzt geh mit, komm mit, wir zeigen euch was. Alles just in time. Alles just in time. Oh, guck mal hier, fahren noch Autos. So. Ist alles sauber sortiert für die Kunden, weil wir haben gar nicht so viel Platz. Wenn du mal siehst, die Halle ist eigentlich schon voll, kannst du einmal zeigen. Da steht jetzt noch der andere Motor, ne, aber sonst, wir haben einfach gar keinen Platz, sonst die ganzen Teile zu lagern. Und hier kommt rein, das ist alles jetzt für die Kunden. Also hier ist nochmal das zweite Evo-Paket komplett, da seht ihr den Unterboden und Splitter. Wo ist jetzt hier, ne? Wo ist jetzt noch Evo-Paket von dem Evo-Paket, was ich gerade gezeigt habe? Das ist alles nur Evo-Paket. Das sind halt so Sachen, die auch noch mit dazu kommen, ne? Neue Leitung. Hier ganz viele Luftleitungen, das ist alles hinten, ne? Das sind alles so Kleinigkeiten, die sind auch alle Luftführungen, die kommen alle neu. Kommen die alle neu? Das sind auch ein paar von der Revision. Okay, aber viel ist auch Evo-Paket. So, dann hier haben wir alles, also wir haben Fahrgestellnummer bezeichnet. 18 ist das eine Auto, Ende Fahrgestellnummer 18. Hier ist 16, das Geile ist, wir haben 17. Hier haben wir auch noch Brackets. Bremstöpfe sind nämlich auch anders vorne, ne? Vorne Bremstöpfe. Auch. Also das war eine Seite, vorne links. Steht ja sogar drauf. Vorne rechts, vorne links. Ich hab da richtig mitgedacht. Hier auch. Das ist alles Evo? Ja. Alles Evo. Alles Evo Upgrade. Hier so Kleinigkeiten, ne? Die haben die Jungs jetzt nicht dahingelegt, weil das ist eh schon eine Sauarbeit, das alles zu kontrollieren, was die Jungs gemacht haben. Wie viele Seiten ungefähr? 7 oder 8, aber etliche Positionen. Ja, 592 Positionen habe ich gesehen. So, also das gehört alles noch zum Evo. Wenn es nur ein Gitter ist, wenn es nur Verbinder sind. Hier. Was haben wir hier noch? Drosselklappen, die gehören nicht ins Evo-Paket. Die haben wir extra neu gekauft. Kupplung, ja gut. Ich sag mal, bis dahin war aber alles noch Evo-Paket. Hier ist noch Evo-Paket. Innenraum ist auch noch viel Evo-Paket. Wir kriegen ja ein neues Dash auch noch innen drin, ne? Ah, hier. Innenraum, okay. Innenraum Evo, genau. Hier kommt nämlich noch so ein Zusatzpanel hin, wie auch bei uns, wo wir noch, das Auto hat viel mehr Funktionen wie das alte. Lenkradunterstützung kannst du einstellen. Lenkradunterstützung hast du hier einen Knopf. Du hast Map-Schalter, also Software-Schalter für die verschiedenen Mappings. Wet and Dry, also du hast dieses ABS, ist eine Grundabstufung auf nur nass oder nur trocken. Und wir haben den Funk. Funktion, ne? Nee, der ist in dem großen. Ach, der ist umgeändert, ne? Der ist in dem großen. Wet. Ah ne, hier ist richtig. Wet, dann Map und EPS. Also Servo-Unterstützung, mehr oder weniger. Ja, und dann hier also so Kleinigkeiten, Dichtungen, das ist alles halt in dem Paket mit bei. Hier neuer Kabelbaum. Ja. Luftleitung. Noch ein Kabelbaum.
Ja, also das ist schon nicht mal eben so umgebaut. Also du musst das Auto komplett treppen eigentlich. So, und dann natürlich hier noch einige Sachen vom Evo-Paket, was Unterboden finden. Die konnten wir jetzt natürlich, die kommen nach unten Boden, sehe ich gerade. Laufgleitbleche, Unterboden. Vorne die Flaps. Ja, also es ist einiges. Plus natürlich, was wir noch an Revisionsteilen dann pro Auto extra bestellt haben und. Ja, kommt einiges zusammen. Aber so lässt sich am einfachsten arbeiten. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das mal so ein bisschen zeigen jetzt mal, dass da nicht nur so ein paar Flaps neu sind oder eine Frontstoßstange, sondern eigentlich fast das Ganze, alles was sich dreht, hinten, Radträger, Bremse, Bremsscheiben sind auch neu. Ah, hier, es gibt Evo Bremsscheiben, nicht mehr alter Speck, Bremsscheibe mit Topf. Das ist die neue Scheibe, die alte sieht ähnlich aus, aber es ist einfach, ja. Und dann darfst du auch nur noch das fahren, weil das ist homologiert als Evo-Auto, ne? Ja, gut. Pizza? Ich denke, das war mal ein kleiner Einblick. Hier sind nur noch alle Schrauben von dem Evo-Paket. Ja, da sind auch mal ein paar Schrauben vom Evo-Paket. Ja, also das sind auch alles neue Schrauben. Brackets, die Unterbodenhalter. Für ein Auto oder für beide? Eins. Das ist nur ein Auto? Ja. Weil ihr müsst zusammenbauen, ne? Und das, ach hier, Luftschacht, ist auch neu, ne? Der steht aber auch hinten schon. Habe ich den gesehen? Unter der Haube liegt der. Ach, unter der Haube. Habe ich nicht gesehen. Ja, Luftschacht kommt auch neu. Okay, hier sind neue Felgen, aber die gehören nicht zum Evo-Paket. Die Kunden wollten einfach neue Felgen haben. 8 Satz, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und 3 haben wir schon aufgezogen gehabt am Wochenende. So, das war's schon. Ich glaube, das Video ist diesmal nicht so lang, aber es ist ein Erklärbär-Video. Und die Jungs, könnt ihr euch jetzt denken, was jetzt passiert. Die bauen jetzt das ganze Zeug inklusive Revisionsteile, die nichts mit dem Evo-Paket zu tun haben, dass wir wirklich überall Stand 0 drin haben, fangen wir jetzt an zusammenzubauen. Also, danke und bis zum nächsten Mal.